Herzlich willkommen im Lebensforum Wohlstand aus Erfurt. Liebe Zuschauer, als erster Fernsehsender Deutschlands greifen wir das Phänomen Anastasia aus der russischen Taiga auf. Keine andere Buchserie der letzten Jahre hat das Leben von Millionen von Menschen so grundlegend verändert. 10 Bücher wurden von Herrn Wladimir Maigret über Anastasia geschrieben. Weit über 10 Millionen Exemplare wurden davon weltweit schon verkauft. Urwissen und Antworten werden zu Fragen der Schöpfung, Gesundheit, der Ernährung, der Kindererziehung, zur Überlieferung von alten positiven Traditionen und Ritualen gegeben. Aber vor allem der unabhängige Familienlandsitz mit 1 Hektar spielt eine herausragende Rolle. Dank den von Anastasia gegebenen Informationen beginnt im großen Stil der Rückzug von den Städten aufs Land. Es beginnt eine neue Zivilisation. Europaweit entstehen Siedlungen nach dem Anastasia-Prinzip. Auch in Deutschland gibt es bereits erste Projekte. In Russland existieren schon jetzt über 200 Siedlungen. 90% der Bewohner dieser Siedlungen haben einen akademischen Abschluss. Sogar Herr Putin und Herr Medwedew sind Befürworter Anastasias. In der russischen Duma wurde die Frage der Familienlandsitze für positiv entschieden. Jeder russische Staatsbürger erhält Förderung in verschiedenster Art zu seinem Familienlandsitz. Geehrte Zuschauer, wir planen für jedes Buch ca. 3 Teile bzw. Sendungen. Wir werden also die Buchreihe in 30 Sendungen aufteilen. Eine wirkliche Mammutserie steht vor uns. Geplant ist auch, die Sendungen mit russischem und englischem Untertitel zu versehen. Unsere Sendereihe über das Phänomen Anastasia soll Ihnen als Impulsgeber dienen. Natürlich können wir nicht alle 10 Bücher vollständig vortragen. Bei der Vorstellung wird mir Herr Konstantin Kirsch behilflich sein. Herr Kirsch hat für die 10 deutschen Ausgaben den Gesamtindex bzw. das Stichwortverzeichnis in Buchform geschrieben. Er ist also umfangreich mit viel Fingerspitzengefühl in die Materie eingearbeitet. Wir beginnen mit Buch 1, Teil 1, Anastasia, Tochter der Taiga. Ich wünsche Ihnen aufschlussreiche und unterhaltsame Minuten. Ich begrüße zum Beginn unserer Themenreihe das Phänomen Anastasia Herrn Konstantin Kirsch. Herzlich willkommen, Herr Kirsch. Grüß Gott, Herr Jungwirth. Herr Kirsch, wie sind Sie auf die Buchreihe Anastasia aufmerksam geworden? Ja, mir wurden die ersten Bände ausgeliehen, dann später noch ein Band geschenkt und das hat mich so berührt. Dann habe ich die gesamte Serie gekauft und gelesen und bin ein Freund von dieser Buchserie geworden. Wie ist es dann weitergegangen? Sie haben dann auch ein Buch geschrieben. Über was war das dann? Ja, ich war beim Lesen dieser Buchreihe begeistert über so viele inspirierende Inhalte, dass ich am Ende gemerkt habe, ich bin glücklich, diese wunderschönen Texte, diese Inspiration fürs Leben gefunden zu haben. Und gleichzeitig war ich traurig, weil ich gemerkt habe, ich finde fast nichts wieder. Es ist ja so viel Inhalt. Und habe ich beim Verlag angerufen, ob es denn Inhaltsverzeichnisse gibt, ein Nachschlagewerk, dass man da, wo findet man denn wieder diese und jene schöne Geschichte? Und dann hieß es, ach, die Idee ist gut, wollen Sie es denn machen? Und so ist ein dickes Werk entstanden, viele Jahre Arbeit, ein Index zum Nachschlagen, welches Thema ist in welchem Band auf welcher Seite zu finden. Und weil Sie sagen, wie lange hat es gedauert, diesen Index für 10 Bände fertigzustellen? Über 6 Jahre. Aber. Über 6 Jahre. Jetzt sind Sie ja dann ein richtiger Fachmann, was dieses Phänomen Anastasia oder die Buchreihe von Wladimir Maigret, um das mal so salopp zu sagen. Wie kann man denn diese Charaktere Anastasia und Wladimir Maigret beschreiben? Könntest du? Man kann es ganz grob sagen, es ist die Begegnung 2 ganz unterschiedlicher Kulturen. Der Herr Maigret war direkt nach der Perestroika ein russischer Jungunternehmer, der gesagt hat, ich will jetzt was machen und richtig Geld verdienen und er mag auch gerne Alkohol und Rauchen und junge Mädchen und so alles Mögliche so. Und die Anastasia oder Anastasia, da gibt es verschiedene Aussprachen, sie lebt in der Taiga, so verbunden in Harmonie mit der Natur, wie es sich für den Herrn Maigret unmöglich war vorzustellen. Es ist richtig eine Art
Bruch in seiner Weltvorstellung. Er hatte das Leitbild, ja, so wie der Westen, ganz erfolgreich. Und plötzlich erlebt er einen Lebensstil, der wirklich faszinierend ist. Wie kommt jetzt der Herr Maigret in die Taiga? Was hat er dort gemacht? Er hatte Schiffe gemietet und hatte Handelsbeziehungen. Von Novosibirsk, seinem Wohnort, hat er dann den Fluss Ob nach Norden hin diverse Reisen gemacht, hat dann zum Beispiel Fische, getrocknete Früchte von den Einwohnern eingekauft und diverse andere Produkte den Menschen dort verkauft. Eine normale Geschäftsreise mit Schiffen. Und jetzt geht es ja hier um diesen Satz, die klingenden Zedern Russlands. Was hat eigentlich eine klingende Zeder aus Russland oder sibirischen Zedern Russlands? Was hat so eine Zeder für eine Kraft? Was hat das für eine Qualität, dieser Baum? Ja, es wird diesen Bäumen sehr, sehr viel besondere Heilwirkung nachgeschrieben. Sie wachsen in einem sehr großen Waldgebiet, dieser Taiga. Sie werden über viele hunderte Jahre alt. Man sagt 500 bis 550 Jahre können sie durchaus alt werden. Sie sammeln kosmische Informationen und können sie wieder abgeben. Und die klingenden Zedern sind ein besonderes Phänomen. In gelegentlichen Fällen ist es so, dass eine dieser Bäume diese gespeicherten Energien nicht abgibt, sondern für sich speichert. Und so es in diesen Büchern geschrieben steht, fängt sie dann nach ca. 500 Jahren an, einen Ton abzugeben, ein sogenanntes Klingen, dass die Menschen darauf aufmerksam werden, diesen Baum bitte zu fällen, in kleine Holzstücke zu zerkleinern und dann zu verbreiten, weil das Tragen von so einem Holzstück den Menschen gut tun würde. In was für einem Bereich tut es den Menschen gut? Sie haben auch so ein Holzstück umhängen. Ja. Merken Sie da was oder geht hier eine Energie aus? Also ich fühle mich damit einfach wohl. Es ist für mich einfach zu meinem Alltag geworden. Ich identifiziere mich damit, ich verbinde mich damit mit diesem Wald dort. Es gibt Menschen, die viel hellsichtiger und feinfühliger sind als ich und die können dann auch noch ganz andere Stärken an Kraft wahrnehmen. Kommen wir mal zu den Hauptmatadoren zurück. Wie haben sich Anastasia und Herr Maigret kennengelernt? Wie war da die erste Begegnung? Es ist beim Lesen des Buches, wird zuerst die zweite Begegnung interessanterweise dargestellt, wo sie sich bewusst wahrnehmen. Vor dieser bewussten Begegnung, ein Jahr vorher, hat der Herr Maigret mit der ersten Schiffsreise zwei ältere Herren kennengelernt, den Großvater und den Urgroßvater von der Anastasia. Und bei den Schiffsreisen waren dann auch mal viele Dorfbewohner auf den Schiffen, da war sie auch mit dabei. Er hat sie da auch getroffen, aber hat sich ja später wieder daran erinnert, dass er sie da schon mal gesehen hatte. In dieser zweiten Begegnung, mit der die Buchreihe beginnt, da sucht er wiederum diesen Großvater, weil er sich noch schlau machen will über diese Zeder, von der er gehört hat. Und dann trifft er die Anastasia am Ufer und sie geleitet ihn in die Taiga und zeigt ihm dann auch diese eine klingende Zeder, die dort gerade wächst. Jetzt noch mal eine Frage zu den Urgroßvater und Großvater. Der hatte doch den Herrn Maigret angesprochen, dass er mit seiner Schiffsmannschaft in die Taiga gehen soll und sozusagen diese klingende Zeder verarbeiten. Er hat das abgelehnt, aber da war doch irgendwas mit dem Alter. Wie alt waren denn diese beiden Herren? Deutlich über 100 Jahre. Ja, das hat er erst gar nicht geglaubt. Er meinte, er sieht wie 75 aus und er hat es gar nicht richtig verstanden. Diese beiden älteren Herren, denen war es ein seelisches, energetisches Anliegen, der Menschheit zu helfen. Und der Herr Maigret hat nur ökonomisch gedacht. Wie viel kostet es? Die Schiffsreise muss unterbrochen werden, so und so viele Menschen der Besatzung muss dahin und dann soll das Holz noch verschenkt werden, anstatt zu verkaufen. Und direkt nach der Reise ist er interessanterweise krank geworden. Und in dieser Krankheit hat er sich dann mit diesem Phänomen dieses Baumes, dieses Holzes, dieser Heilwirkung beschäftigt. Jetzt Tier oder Mensch, also wie kann man eigentlich in der Wildnis so überleben? Da wird ein großer Bereich in diesem Buch gewidmet, dass man sagt, wie funktioniert das eigentlich? Also wie kann ein einzelner Mensch in der wilden Taiga überleben? Also wilde Tiere können in der Taiga und überall, wo sie zu Hause sind, auch gut leben. Und für Menschen ist es so üblich geworden, dass wir meinen, wir brauchen ein gebautes Haus. Und die Anastasia lebt
ohne normal gebautes Haus. Sie nächtigt üblicherweise in Bärenhöhlen oder in anderen Tierhöhlen. Das hat den Herrn Maigret sehr verwundert. Und es ist dort gewissermaßen die angebliche Wildnis, gar nicht wild, sondern sie ist quasi gezähmt. Die Tiere, die dort leben, die empfinden sich und verhalten sich als Diener des Menschen. Kann man sich gar nicht vorstellen, ja, wenn man das jetzt mit den Geschichtsschreibungen vergleicht, wo ja also sozusagen dargestellt wird, der Mensch war ein Jäger, hat sozusagen die Tiere gebraucht, um zu überleben in der Wildnis. Ja, und hier ist eine komplette andere Darstellung der Geschichte, dass hier die Tiere dienen. Ja, es gibt dadurch auch ganz viel die Debatte, kann das überhaupt sein, hat er sich das ausgedacht? Und es geht sogar im Besonderen dann bei der Ernährung noch weiter, dass sie jetzt keinen Garten anbaut. Sie hat jetzt auf den ersten Blick einfach nur eine schöne Lichtung mit mehr Blumen, etwas aufgeräumter. Und er hat nach 25 Kilometer Fußmarsch gedacht, jetzt bin ich einer Verrückten auf den Leim gegangen, sinngemäß. Und dann hat sie gesagt, ja, es ist eigentlich gar nicht angemessen, dass ein Mensch sich Sorgen macht, seine Gedanken dafür verschwendet, sich um die Ernährung zu kümmern. Dazu ist die Schöpfung da. Der Herr Maigret versteht das nicht. Und dann schnippt sie mit den Fingern und dann kommen die Eichhörnchen. Dann schnippt sie nochmal und dann knacken sie die Nüsse und beliefern sie mit geschälten Nüssen von diesen Zedern. Ich mag noch dazu sagen, diese russischen Zedern werden auch genannt die sibirischen Zirbelkiefern. Und so wie die Arven in den Alpen, die auch essbare Nüsse haben, haben diese russischen Zedern auch essbare Nüsse. Jetzt sind hier ja auch Informationen gegeben, was für Menschen sind es, also was für eine Familie. Es gibt hier die Anastasia, es gibt hier den Großvater, den Urgroßvater. Zu was ordnen die sich zu? Es ist eine Zivilisation, die dort seit Jahrtausenden lebt. In einem späteren Band verrät sie auch den Namen dieser Kultur. Und zwar nennt sie sich Ved-Russin. Das geht also zurück auf das Wissen der Veden. Wir kennen ja aus dem Indischen die vedischen Schriften. Und von daher ist es eine Kultur, eine Zivilisation, die das vedische Wissen vor tausenden von Jahren in der Taiga erhalten hat und jetzt entschieden hat, das Wissen soll wieder in die westliche Welt. Jetzt ist der Herr Maigret bei der Anastasia mitten in der Taiga und es wird Nacht. Also ein, sagen wir, den Schlafrevier ohne Feuer, dafür mit Bär. Wie war die Geschichte? Ja, also er war sehr müde nach dem langen Fußmarsch, wird dann von ihr eingeladen, in einer Bärenhöhle ein Nachtlager zu finden. Und er sieht jetzt nicht sofort den Bären beim Einschlafen, dann wäre er wahrscheinlich nicht eingeschlafen, sondern er kuschelt sich an ein Fell und morgens pfeift sie das Fell heraus. Das Fell steht auf und er kriegt Panik. Hilfe, ein Raubtier war bei mir. Und sie ganz ruhig, es ist eine Bärin und sie macht ja nichts, sie ist sehr folgsam. Und da hat er dann ziemlich heftig zu arbeiten gehabt. Also ich glaube, das hätte jeder. Ja. Ja. Aber jetzt, wie stellt sich dieser Morgen dar? Wie ist also so ein Morgen ist also beschrieben von Anastasia, wenn die also aufsteht, was passiert da, was macht die so? Ja, sie geht zum Beispiel gerne barfuß durch den Morgentau, sie wälzt sich auch mal im Morgentau, sie begrüßt den Morgen, sie begrüßt den Tag. Was macht sie dann? Also wie isst sie? Gibt es irgendwelche Beschreibungen? Es kann auch mal vorkommen, dass sie an einen Baum stößt, dass Morgentau oder auch Blütenpollen auf sie herunterkommt. Und beim Spazierengehen in unserem Sprachbereich sagen wir vielleicht auch Lustwandeln. Man geht einfach in Freude durch diese Waldlichtung. Dann fällt ihr Blick mal auf ein Kräutchen oder auf eine Johannisbeere, was dann eben gerade in diesem Sekundenbruchteil sagt, jetzt bin ich für dich da. Und dann isst sie das und geht weiter. Also sie hat jetzt keinen Tisch, wo sie sich hinsetzt, sondern wird ein Mahl zubereitet, sondern sie geht einfach durch und hat ein Empfinden, was jetzt gerade in diesem Moment für ihr die Nahrung ist. Jetzt führen die ja anregende Gespräche. Also was macht man dann den ganzen Tag, wenn man sich um die Ernährung nicht kümmern muss? Also sie zeigt ihm die Lichtung, wo sie wohnt, aber hauptsächlich führen die ja Gespräche, die für den Herrn Maigret sehr neu sind und sehr unüblich. Das hätte er nicht erwartet. Ja, es ist sehr philosophisch, sehr viele
Gedankengänge. Sie macht sich sehr viele Gedanken. Sie hat aber auch noch eine weitere Fähigkeit, dass sie mit ihrer Gedankenkraft andere Menschen und andere Plätze wahrnehmen kann. Sowas wie Telepathie, Gedankenübertragung, so stark, dass sie durchaus quasi ihren Körper hinlegen kann in Ruhe und mit ihrem Geist reisen. Also es ist auch so weit, dass sie sich ein bisschen lustig macht über die Errungenschaften, die wir so haben. Telefon, Fernseher, das wäre also alles so nicht notwendig eigentlich, weil das kann man eigentlich in der Natur viel besser, viel einfacher machen. Sie vergleicht es ein Stück weit wie Krücken. Also wenn ein Mensch kaputte Beine hat, warum auch immer, oder geschwächte Beine und braucht Krücken, dann braucht er die in dem Fall auch. Mhm. Wenn er allerdings gesund ist und trainiert, im Besonderen trainiert, dann braucht man keine Krücken. Und sie sagt, für was brauchen wir ein Telefon? Das ist eine Krücke, nach ihrer Ansicht. Die Frage ist nur, wie viel Training brauchen wir, das ist jetzt meine Ansicht, über wie viele Generationen, wenn sie dort über 1000 Jahre mit ihren Vorfahren in einem Training ist und dieses Wissen weitergegeben wird, von klein auf den Kindern beigebracht wird, ist sicherlich viel mehr Menschen möglich, als was bei uns derzeit der übliche Mensch kann. Es geht dann weiter dort mit dem Titel einen neuen Stern entzünden, der Wunsch eines Sohnes. Was kann man nur dazu sagen? Ja, diese Formulierung, einen neuen Stern entzünden, das ist wohl eher eine Art Metapher, dass wenn eine Seele inkarniert auf die Erde, dass dann in dem Moment ein Stern am Himmel neu erscheint. Das sehe ich jetzt weniger astrophysikalisch, sondern mehr ein Freudenstern ist im geistigen Himmel dann da. Ja, es ist so, dass in der zweiten Nacht, da hat der Herr Maigret Angst, dass wieder ein Bär bei ihm liegen könnte. Was ja nicht so abwegig ist. Ja, und obwohl sie ihm auch unheimlich ist, hat er auch das Empfinden, dass ihre Nähe ihn eher vor Gefahren schützt, als dass sie direkt ihn bedrohen würde. Und dann bittet er darum, dass sie in der Höhle ist, damit er in Sicherheit ist. Okay, die kommen sich dann ein bisschen näher. Ja, das Interessante ist, dass bei der Wanderung hatte er schon mal einen Impuls, bei der Wanderung in die Taiga, sich ihr anzunähern. Und das hat überhaupt nicht funktioniert, aber ist er bewusstlos geworden. Das hatte ihn sehr irritiert. Nur bei der Berührung von ihr, diese Energie von ihr ist so stark. Bei dieser zweiten Nacht in der Taiga hat er sie wiederum berührt, allerdings ohne Interesse an sexueller Begegnung, einfach nur aus einem Traum. Er sehnte sich nach einem Sohn, dieses Bild wurde in ihm plötzlich sehr stark. Und auf dieser Ebene, dieser tiefen seelischen Zuwendung, da hat die Anastasia dann eingewilligt und sie sind sich näher gekommen, wobei er später sich nicht daran erinnern kann, wie diese Nacht war. Mhm. Er ist morgens dann aufgewacht in einer tiefen Glückseligkeit, die er in dieser Qualität noch nie erlebt hatte. Jetzt hat er in den Gesprächen, hat sie sich sehr positiv immer über Kleingärtner erstaunlicherweise ausgesprochen. Mhm. Was ist da der Hintergrund? Ja, es ist im Deutschen das Wort Kleingärtner gewählt worden, weil das exakt passende Wort hier im Sprachbereich nicht wirklich vorhanden ist. Im Russischen wird es Datschenbewohner genannt. Die Datschen, Landsitze mit mehreren hundert mindestens Quadratmeter, manchmal tausende Quadratmeter, mit einem Haus, wo Menschen vielleicht im Sommer auch leben, vielleicht nicht das ganze Jahr, aber die einfach dort ein bisschen auch Gartenbau haben. Das ist gemeint. Es ist jetzt nicht der kleine Schrebergarten gemeint mit 10, 20, 30 Quadratmeter, sondern schon ein bisschen größer. Allerdings ist durchaus das Hauptthema von ihrer Zielrichtung Menschen, die mit ihren blanken, bloßen Händen im Garten arbeiten und Lebensmittel anbauen für sich und ihre Familie. Also sozusagen die Energie aufnehmen. Es geht also hauptsächlich um das, so wie ich das verstanden habe, dass man immer in Berührung ist, wie kann man das sagen, mit der Mutter Erde, mit der Erde eben. Genau, es geht jetzt nur zum einen darum, dass die Menschen gesunde Nahrung bekommen, zum anderen aber auch, dass Mutter Erde bekommt, was sie braucht, weil die Mutter Erde wird beschrieben als ein Lebewesen, als ein organisches Lebewesen, was die direkte Berührung mit
den Händen, mit der blanken Haut des Menschen braucht. Und wenn wir Menschen mit Schuhen laufen und mit landwirtschaftlichen Maschinen den Boden bearbeiten, dann fehlt die Berührung und das Streicheln dieses Lebewesens. Das hört sich schon mal neu und interessant an. Im zweiten Teil geht es dann weiter. Sie gibt dann direkte Ratschläge, was man also besser machen kann für die Gesundheit, für die Ernährung. Für den ersten Teil sind wir am Ende. Würden Sie noch mal ein schönes Zitat geben, was so passt? Gerne, Ja. danke für die Möglichkeit. Ich habe hier was rausgesucht von Band 1, Seite 47. Wir haben uns an unsere Welt gewöhnt und nennen sie zivilisiert. Aber hat die moderne Zivilisation die Möglichkeit eines anderen Lebens vergessen? Eines Lebens in Harmonie mit der Natur? Welche Höhen hätte die Menschheit wohl erreichen können, hätte sie anstatt einer künstlichen Welt eine natürliche Welt kultiviert? Das war ein würdiger Abschluss. Liebe Zuschauer, freuen Sie sich auf Teil 2 mit dem Phänomen Anastasia. Liebe Zuschauer, das war Teil 1 zu Buch 1, Anastasia, Tochter der Tiger. Es geht in Kürze weiter mit Teil 2. Noch ein Veranstaltungstipp. Vom 17. bis zum 19. Oktober findet in der Nähe von Göttingen auf der Burg Ludwigstein das erste deutsche Anastasia-Festival statt, wo sich Interessenten und Gleichgesinnte treffen und austauschen können. Das war's für heute vom Lebensforum Wohlstand. Auf Wiedersehen.